Willkommen bei Amygdabla, dem Podcast über das Gehirn und neurozentriertes Training. Mein Name ist Kevin Grafen, ich bin Sportwissenschaftler und Experte für angewandte Neurologie. Hier in diesem Podcast sprechen wir über Bewegung, Gesundheit, Leistungsfähigkeit und vor allem darüber, wie kleine neuronale Impulse große Veränderungen auslösen können. Heute geht es um ein System, das die meisten Menschen erst dann beachten, wenn es nicht mehr richtig funktioniert. Unser Gleichgewicht. Dabei ist Gleichgewicht viel mehr als nur die Fähigkeit, auf einem Bein zu stehen oder nicht umzufallen. Es ist eine der zentralen Grundlagen dafür, wie sicher wir uns bewegen, wie stabil wir stehen und wie gut wir Kraft entwickeln und sogar wie frei sich unser Körper anfühlt. Gehen wir rein in Folge 2. Viel Spaß! Wenn ich dich jetzt frage, wie stellst du dir Gleichgewicht vor? Wie definierst du Gleichgewicht und wie würdest du es trainieren, wenn es schlecht wäre? Was würdest du sagen? Die meisten Leute antworten nämlich mit folgender Antwort. Wenn dein Gleichgewicht schlecht ist, dann solltest du unbedingt Einbeinstände trainieren oder auf wackeligen Untergründen. Grundsätzlich ist das nicht verkehrt und nicht falsch. Aus meiner Sicht und meiner Perspektive ist das aber ein Faktor, der bei einem schlechten Gleichgewicht erst später kommen sollte und Dinge vernachlässigt, die großes Potenzial hätten, um das Gleichgewicht noch schneller, effektiver, funktionsfähig zu machen. Also ein Training in einem Einbeinstand und auf wackeligen Untergründen ist zwar nicht schlecht, aber nicht vollständig und sollte anders angegangen werden. Folgende Idee steckt dahinter. Angenommen, dein Kind kann in der Schule das Einmaleins nicht. Es fehlt ihm also an den absoluten Grundlagen für mathematisches Verständnis. Wenn ich jetzt hingehe und aus der Idee heraus dem Kind eine Integralrechenaufgabe gebe, um dann hinterher das Einmaleins besser zu können, würde mir jeder einen Vogel zeigen. Das machen wir aber oft in einem trainingstherapeutischen Setting, wenn Leute schlechtes Gleichgewicht haben. Ihnen fehlen die absoluten Grundlagen und wir machen es ihnen schwerer. Das resultiert wahrscheinlich daraus, dass wir Trainingseffekte immer dann erzielen, wenn wir Leuten höhere Herausforderungen geben. Also grundsätzlich ist der Gedanke nicht schlecht, in diesem Kontext aber vielleicht nicht der richtige. Weil wenn Leute ein schlechtes Gleichgewicht haben und die grundlegenden Fähigkeiten des Gleichgewichts fehlen, machen wir es vielleicht sogar noch schlimmer und erzeugen mehr Angst und wollen nicht erzeugen nicht das Ergebnis, was wir eigentlich haben wollten. Das heißt, hier müssen wir verstehen, wie Gleichgewicht letztendlich funktioniert, wie es auf der neuronalen Ebene funktioniert und wie wir gewisse Systeme nutzen können, um das Gleichgewicht besser und effektiver zu adressieren und zu trainieren. Und da kommen 3 primäre Systeme aus meiner Sicht in Frage, die dafür sorgen, dass unser Gleichgewicht extrem gut adressiert und trainiert werden kann. Wir haben auf der einen Seite die sogenannte Propriozeption als eine der Hauptkomponenten, die dazu beitragen, wie mein Gehirn weiß, ob es im Gleichgewicht ist oder nicht. Propriozeption ist sozusagen unsere Körperkarte, damit das Gehirn weiß, welche Lage ich im Raum habe, beziehungsweise meine Extremitäten, wo die sich im Raum befinden. Wir haben in allen Strukturen unterschiedlichste Rezeptortypen, die unterschiedlichste Informationen an das Gehirn senden. Wir haben in den Gelenken welche, wir haben in den Muskeln welche, in den Sehnen, in den Faszien, in der Haut. Und diese Rezeptoren in diesen Strukturen geben dem Gehirn eben Feedback darüber, ob der Arm gebeugt ist, ob der Arm gestreckt ist, wie viel Bodenkontakt der Fuß hat, ist das ein spitzer Untergrund, ist der uneben, ist der glatt, ist es dort warm, ist es dort kalt an der Haut, wie sind Gelenkstrukturen gebeugt oder gestreckt. Und all die Infos sind enorm wichtig, damit das Gehirn daraus resultierend eben eine Karte abbilden kann, wie mein Körper sich gerade im Raum
oder wie der Körper sich gerade im Raum steht. Das zweite kritische System und wichtige System für Gleichgewicht ist unser sogenanntes vestibuläres System, unser Vestibulum. Das heißt, das ist das Gleichgewichtsorgan im Innenohr. Und wir haben sowohl rechts als auch links ein Gleichgewichtsorgan. Dieses misst vor allem die Geschwindigkeit und die Richtung, in die ich gehe, also in Form einer Beschleunigung und in Form eines Abbremsens. Es kann also ermitteln, wie schnell ich mich wohin durch den Raum bewege. Und das ist eine ganz, ganz essentielle Fähigkeit und die ist wichtig dafür, um mein Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Und die dritte Komponente und das dritte System, was wir bei einem kompletten Gleichgewichtstraining mit in Betracht ziehen müssen, ist unser visuelles System, also unsere Augen, weil diese dafür sorgen, wo ich mich in Relation zu meiner Umwelt befinde. Das heißt, meine Sehfähigkeit nimmt wahr, wie die externe Umwelt in Relation zu meinem Körper ist, beziehungsweise wie mein Körper in Relation zu meiner externen Umwelt ist. Wenn nur eine dieser Komponenten eine Einschränkung hat, werden wir definitiv eine Einschränkung auf das Gleichgewichtssystem haben oder auf unser Gleichgewicht haben. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir vor allem diese drei Systeme in ihrer Basis trainieren. Hierzu sei noch gesagt, das ist natürlich nicht die einzige Komponente, die Einfluss auf das Gleichgewicht hat. Dann gibt es noch viele, viele andere Komponenten, aber aus meiner Erfahrung sind vor allem die drei Systeme extrem wichtig. Und über diese drei Systeme, gerade weil sie oft unbeachtet sind in Training und Therapie, können wir enorme Erfolge und Verbesserungen erzielen. So, bevor wir kleine Übungen zu diesem System machen oder ich einige Vorstellungen zu diesem System mache, müssen wir erst noch mal verstehen, was auf einer körperlichen Ebene eigentlich Gleichgewicht ist oder wie wir im Gleichgewicht bleiben. Also ganz einfach gesagt, habe ich Muskelgruppen, die mein Skelettsystem immer in Balance halten müssen. Das heißt, auf der fundamentalsten, einfachsten Ebene können wir sagen, dass wir Beugemuskeln haben, die uns nach vorne beugen, und auf der anderen Seite Streckmuskeln haben, die uns nach hinten oben strecken. Und das Zusammenspiel dieser beiden Gruppen Beugung und Streckung ergibt letztendlich die Balance daraus, ob ich gerade und aufrecht stehen kann. Ich sage ganz bewusst gerade stehen, weil wir unterschiedlichste Gleichgewichtsformen haben. Wir können also hier schon unterscheiden, dass wir einmal ein statisches Gleichgewicht haben, also gerade und aufrecht stehen können. Das ist aber nicht die einzige Komponente, weil wenn wir den ganzen Tag nur gerade und aufrecht stehen würden, könnten wir uns nicht bewegen. Deswegen haben wir auch noch ein dynamisches Gleichgewicht. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, unseren Körper entgegen der Schwerkraft im Raum in Bewegung so einzustellen, dass er nicht umfällt. Das heißt, wir müssen gehen können, wir müssen rennen können, wir müssen rollen können, wir müssen uns auf und ab bewegen können, wir müssen in die Knie gehen können, wir müssen uns schnell von A nach B bewegen, wir müssen schnelle Richtungswechsel machen können. Und gerade im Profisport, im Leistungssport sieht man manchmal die kuriosesten Dinge, wie Sportler immer noch in der Lage sind, ihr Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Gerade im Turnen oder Ballett oder im Tanzen ist es unglaublich, was dort für Fähigkeiten vorhanden sind, um den Körper noch trotz vieler Drehungen im Gleichgewicht zu halten. Je besser dieses System also funktioniert, desto besser können wir uns durch den Raum bewegen, desto aufrechter sind wir und wir laufen weniger Gefahr, auf die Nase zu fallen und uns zu verletzen und zu stürzen. Denn denkt dran, in Episode 1 hatten wir bereits darüber gesprochen, dass das Gehirn sehr auf Sicherheit aus ist in der Art und Weise, dass es uns die bestmöglichen Überlebenschancen gibt. Das heißt, fallen und sich davon eine Verletzung zuzutragen, ist möglicherweise eine Gefahr, die es verhindern möchte. Damit kommen wir auch zum nächsten Punkt, weil Kompensation eines typischen Gleichgewichtsproblems sehen oft wie aus, dass Leute sehr, sehr kurze Schritte machen, um einfach mehr Bodenkontakt zu haben,
oder sehr breit stehen, um mehr Auflagefläche zu haben, sich sehr langsam bewegen, einfach als kompensatorische Maßnahme des Gehirns, um sicherer von A nach B zu kommen. Mein Gott. Das ist aber nur eine Komponente. Weitere kompensatorische Maßnahmen, die sich äußern können, wenn wir zum Beispiel Gleichgewichtsprobleme haben, sind, dass der Rumpf und der Körper total fest sind, dass die Muskulatur sehr fest gemacht wird vom Gehirn, weil klar, wenn ich ein schlechtes Gleichgewichtsgefühl habe, versucht mein Gehirn mich auf Basis dessen zu stabilisieren, und der beste Weg, um mich stabil zu bekommen, ist Muskulatur dauerhaft anzuspannen. Das Problem ist nur, wenn Muskulatur dauerhaft angespannt ist, bin ich vielleicht stabiler, kann mich dann aber nicht mehr so gut und flüssig bewegen. Das ist also eine Kompensation, die auf Kosten der Beweglichkeit und der Schnelligkeit erzeugt wird, obwohl ich mich gerne anders bewegen würde. Geht aber vielleicht nicht, weil die Systeme nicht richtig funken. Wir hatten auch schon in Episode 1 geklärt, dass das Gehirn uns so einstellt, dass es uns auf Basis von Informationen und der Interpretation dieser Informationen einen Output erzeugt. Das heißt, das Gehirn braucht, um Gleichgewicht als Output zu generieren, Infos aus unterschiedlichen Sinnesorganen und muss diese schnell genug verstehen und interpretieren können, um das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. So, wenn wir das jetzt darauf münzen, von dem, was wir gerade schon besprochen haben, welche Inputs oder Informationen braucht mein Gleichgewichtssystem denn, um Gleichgewicht stabil halten zu können oder erzeugen zu können? Da haben wir es schon. Propriozeptive Komponenten aus meinen Körperstrukturen, meine Informationen aus meinem Gleichgewichtsorgan, meinem GPS-System in meinem Ohr und meinem visuellen System, also meinen Augen. Wenn nur eine dieser Komponenten eingeschränkt ist, wird es eine Kompensation ausführen oder ich werde ein schlechtes Gleichgewicht haben. Wie können wir das Ganze jetzt angehen? Letztendlich müssen wir diese 3 Systeme einmal unterscheiden, weil Leute unterschiedliche Äußerungen haben, wenn es darum geht, diese einzelnen Systeme zu bespielen. Was ich damit sagen will, ist, wo ist die größte Komponente, das größte Defizit in welchem System? In der propriozeptiven Komponente, in der vestibulären oder in der visuellen? Leute, die Schwierigkeiten haben mit der propriozeptiven Komponente, äußern oft, dass sie Empfindungsstörungen haben. Taube Füße, eingeschlafene Füße, ja, Empfindungsstörungen, Kribbeln in den Beinen, die haben oft Schwierigkeiten, Bewegungen auszuführen oder koordinative Prozesse auszuführen, sind oft sehr fest in den Füßen, Knien, in der Hüfte und im Rücken. Also all das deutet darauf hin, dass wir mehr propriozeptives Training machen können oder sollen. Ein vestibuläres Defizit ist oft dann der Fall, wenn Leute äußern, dass sie Schwindel haben, Tinnitus haben, dass ihnen oft sehr schwindelig wird, vor allem als Sehkrankheit oder Reisekrankheit, dass man sieht, dass sie schwanken, dass sie sehr instabil sind vom Rumpf oder auch dort sehr, sehr als kompensatorische Maßnahme und in Bewegung die Sehschärfe schlechter wird. Ein visuelles Problem zeigt sich oft dadurch, dass Leute eine vorgebeugte Körperhaltung haben, also ein schlechtes peripheres Sehen vom Boden haben. Als Kompensation dessen macht das Gehirn letztendlich eine Vorbeuge, weil wenn ich den Boden besser sehe, kann ich dieses visuelle Defizit ausgleichen und bin sicherer. Ich weiß besser, wo ich den Fuß wohin trete, weil ich den Boden nicht wahrnehme. Prinzipiell sieht man aber auch viele Defizite in Augenbewegungen in Form von Folgebewegungen oder Blicksprüngen, sogenannte Sarkaden. Und Leute haben oft Schwierigkeiten mit der räumlichen Wahrnehmung, das nennt man Vergenz, dass die Augen sich nicht gut nach innen und nach außen stellen können. Oder sogar Blickstabilisierung, also die Fähigkeiten, Augen auf einem Punkt verweilen zu lassen.
Und das ist spannend, weil wir das als Trainer und Therapeuten oft sehr intuitiv machen oder als Anweisung geben für Leute, die schlechtes Gleichgewicht haben. Wir sagen, hey, pass auf, damit dein Gleichgewicht besser wird, fixier dich mal auf einen Punkt, schau diesen Punkt an und oft sieht man, dass die Leute dadurch alleine schon stabiler werden. Also auch das sind Komponenten, die man machen kann. Den nervalen Hintergrund dahinter möchte ich euch weitestgehend ersparen. Sei nur kurz gesagt, dass diese Blickstabilisierung vor allem in Kooperation mit dem Kleinhirn zusammen gesteuert werden und vor allem für die Aktivierung unserer Körpermittellinie zuständig sind. Deswegen ist bei Gleichgewichtstraining Blickstabilisierungstraining keine schlechte Idee. Das Kleinhirn hat die Aufgabe, unseren Körper zu balancieren und uns stabil zu halten. So, wenn wir jetzt nochmal über Stabilität sprechen und über weiteres Gleichgewichtstraining sprechen, dann fällt uns oft ein, dass wir denken, dass der Rumpf zu schlapp ist, dass die Bauchmuskeln nicht gut aktiv sind, dass die Rückenmuskulatur oft nicht gut aktiv ist, wir also keine gute Core Stability haben. Und auch das Core-Training ist prinzipiell nicht falsch, nicht verkehrt und absolut wichtig und richtig. Es darf sich aber nicht nur allein darauf fokussieren, dass wir irgendwelche Planks und Unterarmstütze machen, irgendwelche Rotationsgeschichten, nur um die Bauchmuskulaturen in ihren Drehbewegungen zu verbessern und in ihrer Stabilisierung zu verbessern. Wie gesagt, das ist alles nicht verkehrt, es ist richtig, aber wenn wir jetzt weitergehen und mal unter dem neurozentrierten Blick schauen, wie die Rumpfmuskulatur eigentlich angesteuert wird oder welche Zusammenhänge es da geben kann, dann fällt eine spannende Sache auf. Wir haben nämlich Reflexbögen von unserem Gleichgewichtsorgan im Innenohr an die Augenmuskeln, an die Nackenmuskeln und auch an die Rumpfmuskeln, die über unterschiedlichste Trakti aktiv werden, also Leitbahnen aktiv werden. Und wir haben in unserem Gleichgewichtsorgan 5 verschiedene Sinnesrezeptoren, die unterschiedlichste Informationen an das Gehirn liefern. 3 davon messen Kopfdrehungen, wie ich den Kopf, wie schnell, wohin bewege. Nach oben, nach unten oder in der Horizontalen. Wenn eine dieser Kanäle, nennt man die, nicht richtig aktiv ist, ich sag mal in Anführungsstrichen fehlkalibriert ist oder keine akkuraten Infos sendet, weiß das Gehirn nicht, wie schnell ich mich den Kopf wohin drehen lasse. Und diese Kanäle sind aber absolut wichtig dafür, um meine Augen in Bewegung zu stabilisieren und meine Nackenmuskulatur mit anzusteuern. Wenn also die Kanäle ein Problem haben, kann es sein, dass das Gehirn kompensatorisch meinen Nacken dauerhaft festzieht. Und vielleicht gehörst du auch zu der Sorte von Leuten und Menschen, die dauernd von Nackenschmerzen berichten, Verspannungen in der Nackenmuskulatur berichten, die jetzt schon das 10. Mal beim Physiotherapeuten waren, eine Massage bekommen haben, mobilisiert haben, gedehnt haben und ihre Nackenprobleme einfach nicht in den Griff bekommen. Dann wird die Ursache dieser Nackenproblematik wahrscheinlich im Innenohr liegen und wir müssten eigentlich hingehen und das Innenohr durch leichte Kopfdrehungen mit Blickfixationen trainieren. Also die einfachste Idee und Übung, die ich euch jetzt hier beschreiben kann, ist eine sogenannte Ja-Ja- und Nein-Nein-Bewegung. Ihr fixiert quasi einen Punkt auf Augenhöhe, schaut diesen an, im Abstand ungefähr einer Armlänge und fangt dann an, den Kopf abwechselnd auf und ab zu bewegen, während die Augen auf dem Fixpunkt verweilen. Dann macht ihr eine kurze Pause und macht das Gleiche in der horizontalen, also rechts-links, während die Augen auf dem Fixpunkt verweilen. Das ist die absolute Basis dafür, wie ich diese Kanäle erstmal wieder aktiviere, adressiere. Das ist weitgehend nicht vollständig, aber es ist ein Start. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, dann such auf jeden Fall einen Trainer, der sich damit auskennt. Ich verlinke hier unten nochmal eine Website, wo du einen Trainer in deiner Nähe finden kannst.
Die zweite Komponente, um jetzt nicht ganz so weit vom Thema abzuweichen, sind, dass wir, wie gesagt, diese 3 Kanalsysteme haben, aber auch 2 Beschleunigungsorgane in unserem Ohr, die quasi horizontale Beschleunigung messen, also immer dann, wenn ich mich vorwärts, rückwärts oder seitwärts bewege, den sogenannten Utriculus, und den sogenannten Sacculus, der für vertikale Beschleunigung zuständig ist. Also wann immer wir uns auf und ab in die Hocke gehen, eine Kniebeuge machen oder uns einfach zur Schublade unten in der Küche beugen, um den Kochtopf aus der Schublade zu holen. Wenn diese Systeme ein Problem haben, sind wir auch kompensatorisch oft sehr fest vom Rumpf oder das komplette Gegenteil geschieht, dass die Kompensation nicht ausgelöst wird und wir einfach sehr schwammig sind, sehr instabil sind, sehr wackelig sind. Und die müssten wir entsprechend auch trainieren, weil diese Beschleunigungsorgane, nämlich diese Reflexbögen an unsere Rumpfmuskulatur haben, um den Chor besser zu stabilisieren, vor allem dann, wenn wir in Bewegung sind. Und trainieren tun wir die ähnlich, dass wir rechts und links uns vorstellen, dass wir unseren Kopf durch die Ohren eine Wäscheleine aufgehangen haben und jetzt mit den Ohren an der Wäscheleine entlang gleiten wollen oder den Kopf immer vor und zurück schieben, also ein leichtes Wippen zu machen, wie im Schaukelstuhl. Du kannst auch auf dem Spielplatz auf die Schaukel gehen. Bitte guck nur, dass du ein Kind dabei hast, damit es nicht ganz so komisch wirkt, wenn du jetzt als Erwachsener alleine auf dem Spielplatz schaukelst. Im Büro wäre eine Maßnahme, sich auf den Schreibtischstuhl zu setzen und einfach langsam zu drehen. Bei vielen wird jetzt schon bei dem Gedanken daran Übelkeit ausgelöst, aber das ist nur ein weiterer Indikator dafür, dass das Gleichgewichtsorgan wahrscheinlich nicht richtig kalibriert ist und mehr Training bräuchte. Also allein das kannst du schon versuchen und machen, um zu gucken, ob du dadurch stabiler bist. Also Kopfbewegungen rechts, links, auf, ab, schaukeln vor und zurück und seitlich sowie im Kreis auf dem Schreibtischstuhl drehen. Das sind die Komponenten für unser Vestibularorgan, also für das Gleichgewichtsorgan im Innenohr. Eine Komponente für das propriozeptive System sind alle Maßnahmen, die du jetzt schon im Fitnessstudio machst, also viel mit Bewegung zu tun haben. Die Fußgelenke zu mobilisieren, die Knie zu mobilisieren, die Hüfte zu mobilisieren, Lendenwirbelsäulenmobilisation zu machen. Dass das Gehirn einfach eine klarere Karte von deinen körperlichen Strukturen bekommt. Das kannst du auch tun, indem du auf der Haut vibrierst oder über die Hautstrukturen streichst, dich also mal wirklich ausstreichst und ausmassierst. Das ist eine gängige Komponente, die man vielleicht auch schon in der klassischen Therapie gemacht hat, die dir vielleicht schon widerfahren ist, aber vielleicht ist das nicht die den entscheidenden Faktor dafür gibt, dass es zu einer Veränderung kommt. Also sie ist richtig, sie ist wichtig und du solltest es, aber denk weiter und kombiniere das mit deinen Kopfbewegungen. Die dritte Komponente ist es, mit den Augen zu arbeiten. Und die einfachste Form und Idee, die du jetzt von mir mitgegeben kriegen sollst, wenn das korrektes Deutsch ist, dass du Augenbewegungen machst. Und die einfachste Idee ist erstmal nur einen Fixpunkt zu erzeugen, der vor deinen Augen ist, ungefähr in Höhe deiner Augen. Du kannst deinen Finger nehmen. Und dann kreist du jetzt beziehungsweise bewegst deinen Finger in einer liegenden Acht und versuchst deinen Fingernagel mit den Daumen oder mit dem Daumen mit den Augen, den Daumen mit den Augen, mein Gott, den Daumen mit den Augen zu verfolgen. Also du machst nochmal, weil es so durcheinander war, du machst mit deinem Daumen oder deinem Finger eine liegende Acht und verfolgst mit deinen Augen den Finger. Das Ganze machst du dann 5 bis 10 Mal in die eine Richtung, 5 bis 10 Mal in die andere Richtung und machst das Ganze dann nochmal als stehende Acht. Diese Komponenten sind ein absolutes Basistraining. Du wirst aber merken, dass vielleicht Leute damit große Schwierigkeiten haben werden und dass es extrem anstrengend ist, was auch nur wieder eine weitere Komponente dafür ist, dass dieses System trainiert werden sollte.
Auf neuronaler Ebene erzeugen wir mit all diesen Komponenten enormes Feuerwerk im Gehirn, was dir aber helfen kann, das Gleichgewichtssystem in seiner fundamentalen Basis wieder aufrecht zu trainieren und neu zu kalibrieren. Also nochmal zusammenfassend, für ein optimales Gleichgewicht müssen wir 3 Systeme trainieren. Unsere Körperkarte, die Propriozeption, unser vestibuläres System im Innenohr und unsere Augen. Nur die Summe aus diesen 3 Systemen wird langfristig zu einer Veränderung führen, um dein Gleichgewicht optimal zu trainieren. Das ist jetzt sehr provokant gesagt, aber es ist meine Meinung und andere Leute dürfen anderer Meinung sein, das ist okay und das ist auch nicht vollständig. Viele andere Dinge haben auch noch Einfluss, ich gebe euch da recht, aber bitte, bitte, bitte reduziert euch nicht nur auf Einbeinstände und wackelige Untergründe. Wenn du Interesse daran hast, darüber mehr zu erfahren, dann folgt natürlich diesem Podcast hier, wo es immer um neurozentrierte Training geht. Und ich habe zu dieser Komponente ein Buch geschrieben, das nennt sich Neuronales Training für ein besseres Gleichgewicht. Hier haben wir die ganzen theoretischen Grundlagen nochmal erklärt. Wir haben viele verschiedene Testbatterien, habe ich euch dort aufgezeigt, wie man Gleichgewicht testen kann, wie man zuordnen kann, welches System wahrscheinlich am meisten betroffen ist und viele, viele Übungen, die du in der Praxis anwenden kannst. Das Buch richtet sich an alle Trainer und Therapeuten, ist aber auch für Laien geeignet. Du musst dafür kein großartiges Fachwissen haben. Natürlich haben wir theoretische Grundlagen dabei, die Trainer und Therapeuten intensiver behandeln sollten, um dem Gleichgewicht oder das Gleichgewicht besser trainieren zu können. Wenn du weitere Wünsche und Anmerkungen und Fragen hast, dann lass es mich wissen. Gib mir gerne ein Feedback, wie dir dieser Podcast gefallen hat und gib mir gerne Feedback, welche Themen wir behandeln sollen und aus neurozentrierter Sicht einmal betrachten sollen. Ich würde mich freuen, wenn du nächstes Mal wieder reinhörst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.